Das ist ein ganz kurzer Karawan, der geländegängig ist, der aus Südafrika kommt, der von Conqueror ist. Und da gibt es eine europäische Niederlassung, die heißt 4x4offroad.com, ist in den Niederlanden mittendrin. Der Tristan ist hier, der erklärt uns gleich mal das Fahrzeug hier. Es ist extrem kompakt, wenn es zusammengebaut ist. Ja. Im Moment ist es ja auseinandergebaut. Hallo Tristan. Hallo. Ja, und hallo Shenandoah. Hallo. Ja, ich habe wieder Gesprächspartner. Also so viel hast du jetzt nicht zu tun, aber trotzdem, das Thema Camping hat so viele Facetten. Outdoor, draußen sein, im Freien stehen, da dreht sich diese Messe drum. Also nicht auf dem Campingplatz. Ja, eben. Das ist dann richtig Abenteuer, Allradmäßig, deswegen Offroad. Ja, das ist auch die passende Messe. Ihr wart jetzt schon oft auf der Messe hier? Das ist schon unser drittes Jahr hier. Dritte Jahr hier. Ist die gut, die Messe für euch? Ja, ist gut. Dieses Jahr ist sehr gut. Ja. Sehr schön. Ja, das Wetter spielt ein bisschen mit. Hat gestürmt gestern. Das ist die kurze Version. Er ist sehr schmal. Das heißt, die Breite kann ich nur schätzen, circa 2,10 Meter, 2,20 Meter. Wie breit ist der? Du weißt es nicht. Ich habe jetzt Blanco. Entschuldige. Es ist nicht so schlimm, denn, aber er ist extrem schmal. Er guckt mal gerade nach, denn er hat zufälligerweise das Datenblatt da. Zufälligerweise. 1,62 Meter. 1 Meter Reifen, 1,89 Meter. 1,89 Meter Breite. Plus eventuell noch die Anbauten, die reinkommen. Das heißt aber, du kommst damit überall durch. Auch in Italien, durch kleine Gassen und so weiter. Ja, stimmt. Das geht. Hier ist was Besonderes. Hier habt ihr einen Schlauch an einen Tankkanister angeschlossen. Ja. Der speist die Heizung. Ja, stimmt. Wir haben eine Planarheizung eingebaut und die hält die ganze Bude heiß. So, du schläfst heute Nacht hier drin? Ich schläfe heute Nacht hier drin. Ja, das ist schon für mich einwandfrei. Ich lege mich hin, Planarheizung an, nur die halbe Nacht und dann ist sehr gemütlich drin. So, du bist ja normal keine Frostbeule, Shenandoah, oder? Bin ich auch nicht. Ist das Thema Camping im Winter schon mal gemacht? Nein, Also habe ich noch nicht, aber... Wenn nachts die Heizung ausfällt, weil die Gasflasche leer ist, kennst du das? Am Skiurlaub, minus 20 Grad, du wachst auf und du hast Schnupfen und Eiszapfen kommen aus der Nase. Ja. Da hilft dir noch, keine Ahnung, Feuer. Ja, das ist hier, man muss sagen, in den Breiten, wo der gebaut wird, in Südafrika, da ist es immer warm oder zumindest mal selten unter Null. Oder ist es schon mal sehr kalt nachts? Es kann nachts sehr kalt werden. So, Auch in Südafrika. Du warst schon ein paar Mal da, gell, in Südafrika? Ja, stimmt. Ja, ich habe ein Jahr lang da gewohnt. Du hast ein Jahr gewohnt in Südafrika? Ja. Wo? Kapstadt. Kapstadt? Ja. Was ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, anders. Es ist meistens der Zeit ist sonnig, aber im Winter ganz richtig Sturm da in Kapstadt. Ja. Und die Leute ist ja so, da sind ja, ich sag mal, viele Menschen, die, dort Urlaub machen, die an den Küsten sind. Das ist ja auch ein Touristengebiet. Ja. Man sagt wohl, in Johannesburg arbeitet man und in Kapstadt feiert man. Es ist ja meistens so, dass so der Eindruck von einem Land ganz anders ist wie die Wirklichkeit. Das heißt, viele denken Südafrika, da gibt es viel Gewalt und so weiter. Die gibt es wahrscheinlich auch. Gibt's auch. Ist mir aber nicht aufgefallen. Ich habe mich da gar nicht bedroht gefühlt. Überhaupt nicht? Nein, gar nicht. So, was war der Grund, dass du da unten warst? Für mein Studium. Für Studium. Was hast du studiert? Ich habe Jura studiert. Ich habe Shipping Law gemacht. Du bist Jurist? Ja, stimmt. Echt? Ja. So, ich bin vollkommen sprachlos. Ein Jurist zeigt uns gerade ein Auto. Da siehst du mal. Aus Afrika. Aus Afrika noch, ja. Und das war jetzt Zufall, dass ihr auf die Idee gekommen seid, das zu verkaufen jetzt aus Südafrika? Oder hast du das entdeckt? Nein, das ist das Betrieb von meinem Papa. Und ich bin dabei, wenn das gefragt wird. So, und hier siehst du den Einstieg. Der ist jetzt ein bisschen kürzer. Du kannst sofort drin schlafen. Ja. Das Ganze ist da, hat den Tanks. Da vorne ist das Reserverad. Alles ist hier ein bisschen reduziert. Die Leute sind draußen. Die Gesamtlänge von dem Fahrzeug, wie lang ist das? Die Gesamtlänge vom Fahrzeug ist 2,71 Meter. Na, guck mal unten. 4,45 Meter. Das ist so gemein, weißt du das? Weil, ich habe ja schon 1000 Videos gemacht mit dem Mann. Also das Leergewicht sind 1,39 Tonnen, Gesamtgewicht sind 1,8 Tonnen. Das heißt, du kannst richtig was zuladen. Ja, stimmt. So, das Anhängergewicht, maximale Koppelgewicht 80 Kilo. Und das ist der Grundriss für 4 Personen. Komm, wir gehen mal rein, gucken uns das mal an. Wir sind jetzt unter einem Zeltdach, deswegen ist es ein bisschen dunkler. So, normalerweise ist es viel heller tagsüber. Ja. Wir haben da auch noch verschiedene Leuchter drin. So, da ist richtig viel Stauraum an der Seite. Es schläft sich gut? Schläft sich herrlich. Ist eine richtig dicke Matratze, wo man sich bequem hinlegen kann.
So, ich zeig mal was. Also hinten hast du ein ganz großes Bett. Das ist 2 Meter Länge. 2 Meter Länge. Das Bett, wo sie sich gerade hingesetzt haben, ist 1,74 Meter Länge. Das ist richtig lang. Und das ist das Bett, wo du schläfst? Oder auf welchem Nein, Bett? ich schläfe vor drin. Ich bin ja 1,91 Meter so. So, und da ist jetzt übrigens die Schuhe. Gefällt mir besser. Das Vorderrad ist besser. Das heißt, das ist ein bisschen länger, aber hier könnten locker so ganz kleine Personen wie die Shenandoah. Hey. Peace. Dann Stehhöhe ist phänomenal. Das heißt, du klappst das raus. Dann hast du hier drin richtig Stehhöhe. Ja, stimmt. Außerdem hat man hier auch noch, kann man sich, Fenster. hat man hier noch ein Fenster. Hey, es wird hell. Hat man hier natürlich auf. Ah, genau, mach mal auf. Dann habe ich zum Drehen ein bisschen mehr Licht. Das Ganze natürlich. okay? Ja, super. Es gibt ja auch Stechmücken in Südafrika. Ja. So, deswegen sind die Fenster auch mit dem Schutz versehen. Und das ist der Elektroblock. Eine Batterie ist drin. Ja. Da sind 2 Batterien drin. So, und da sind die Outlets mit drin. Was ziemlich interessant ist, ihr habt hier eine Heizung nachgerüstet, eine Planarheizung, Ja. Dieselheizung, die da ist. Da ist jetzt draußen ein Stahlkanister, mit dem der gespeist wird. Wie lange hält das ungefähr mit dem Kanister? Das hält Jetzt im Moment. Was denkst jetzt im Moment noch die ganze Nacht. du? Die ganze Nacht. Ja, das ist Okay. unbedingt. Ist das so? Die hat 4 oder 6 kW, hat die ja. Das heißt, die macht richtig Dampf, Ja. die Heizung, Luftheizung. Duschen drüben Gas. mit Gas. Ja, haben wir ein Geyser ist in der Vorderseite reingebaut. Die wird gefüttert für eine Gasflasche, die da neben steht. Okay, das können wir uns ja gleich mal angucken. Das ist jetzt nicht gedacht wahrscheinlich, dass du hier permanent drinnen wohnst, sondern Nein. du schläfst hier drin, draußen ist das Leben. Ja. Man lebt am meisten draußen. So, man hat ja auch einen Tisch. Da stehen sie gerade dafür. Warte mal, ich gehe mal hin. Wenn man den Tisch wegmacht, haben wir auch die Möglichkeit, wenn es richtig Scheißwetter ist, kann man auch von drinnen zu die Kasten, wo das Essen drin ist. Ah, okay. Das können wir gleich mal zeigen. Da ist draußen eine große Küche drin. Ja, stimmt. Da hast du eine Kaffeemaschine reingemacht. Die Ja. Holländer lieben ja Kaffee. Deutsche ja auch. Ich habe jetzt gesagt Holländer. Ihr seid aber nicht, ihr seid jetzt nicht aus Holland selber. Ihr seid wo in Holland? In der Mitte Hollands, Amersfoort. Ja. Amersfoort. Das Richtig ist in die nicht Mitte. Holland, oder? Nein, das ist eigentlich in Niederländer. So Ja, aber so die meisten Deutschen sagen Holland. Ist das okay für dich? habe ich kein Problem. Kein Problem mit. Nein. Die Niederlande ist es nämlich. So, ich Das ist zeig eine das neue mal. Heizung, die wir gerade ausprobieren. Was ist das? Der ist elektrisch. Habe ich keine Ahnung davon, Okay. was die Daten davon sind, aber die haben wir gerade neu reinbekommen. Einstecken geht. Ja, Sehr schön. Hier ist Stauraum. Das noch ganz hier. viel Stauraum. Das ist eine gute 50 cm Tiefe. Kannst du durchgreifen. Hier drunter hast du nochmal Stauraum, hier nochmal Stauraum. Ja. Und dann kochst du ja draußen. Man kocht draußen. Das haben wir ganz alles da versehen. Hier vorne ist der Feuerlöcher. Dann die Trittstufe. Zeige ich mal gerade, wenn du rausgehst, wie man da rausgeht. Leicht geduckt. Und Die Küche. die Küche. In diesem Fall Kocher. Auch hier wieder Geschirr drin. Alles gut verriegelt, dass es nirgendwo hingeht, wenn man fährt. Das ist dabei, das Geschirr. Das Geschirr ist dabei, ja, stimmt. Weil wir hier gerade auf dem Messe wohnen, sozusagen, sind die Teller Raumbenutzung. jetzt weg. Nein, ist in Ordnung. Interessant ist, dass die Teller gehen genau ins Spülbecken rein. Ja, stimmt. Das ist kein Zufall. Das ist extra. Nein, und das ist so ausgedacht. So, und hier sieht man mal rein. Ihr habt im Lidl eingekauft. Ja, wo sonst? Man könnte auch zum Aldi gehen, aber ihr wart bei Lidl. Wir waren bei Lidl. So, das ist aber tatsächlich Mineralwasser aus Holland, Ja. aus den Niederlanden. Ja. Und was ist das da, das Gelbe da? Sieht aus wie ein Mousse. Nee. Ach, Erdnussbutter oder was? Ja, Erdnussbutter. Erdnussbutter, kalt. Linda was. Ja, Okay, frag mich nicht wieso. Das haben wir sehr schön. reingesteckt. So, das heißt, wir haben ein Doppelkochfeld. Ja. Ich schlaft ihr zusammen? Schlaft ihr hier in dem Wohnwagen? Wir schlafen hier im Wohnwagen, ich in diese und mein Papa in die andere. Jeder hat sein eigenes Kochfeld. Hier vorne hast du noch Wasser drin. Ja. Der Tank für das Wasser ist wo? Die Tank für das Wasser bei dieser Ausführung ist drunten 150 Liter. 150 Liter. So, und das ist deine Küche. Ja. Die Kaffeemaschine.
etwas Wasser ein, der Teller. Das ist einer der Teller, der genau reinpasst. Das Ganze ist gebaut aus Stahl und nicht aus Alu. Ja, stimmt. Alles aus Stahl, weil das muss ja, wenn man das Offroad nimmt, muss das etwas haben können. Halten können. Halten können, danke. Du, ich bin so froh, dass du mit mir Deutsch sprichst, weil normalerweise Englisch ist ja das, was jeder Niederländer mittlerweile kann. Es spricht nicht jeder mehr Deutsch, muss man sagen, in Niederlanden. Also sehr gut Deutsch, meine ich. Sehr gut Deutsch nicht, aber die meisten schon. Die meisten sprechen nur Deutsch. Echt? Ja, wir bekommen das gelernt auf die Schule. So Deutsch, Englisch und Französisch. Ja, es war nämlich früher das Fernsehen, ich glaube, dass die Niederländer in den 70er Jahren noch viel deutsches Fernsehen geschaut haben. Das ist komplett vorbei. Das heißt, die meisten... Nein, wir haben auch noch immer deutsches Fernsehen. RTL, RTL Plus, Oh je, Sat.1, Fox. das tut mir leid, dass ihr das habt. Ja, da vorne ist die Markise. Die Markise habt ihr selber entwickelt? Ja, die hat die Firma in Südafrika entwickelt. Die ist auch auf dem Wohnmobil, auf dem Caravan abgestimmt. Mit euch zusammen, hast du erzählt, Ja, gell? stimmt. Ihr habt das, weil das ist schon was ganz Spezielles, das geht relativ schnell. Sie hat eine große Stehhöhe, sie ist gespannt, das Ja. gefällt mir auch gut. Du kannst sie entweder frei benutzen oder die Stempel jeweils rausfahren. Ja, so braucht man nicht unbedingt, aber wenn man das richtig, zum Beispiel mit dem Wind von gestern, richtig absichern möchte, dann ist es besser, die Stempel runterzunehmen und das noch mit Seil festzusetzen, abzustellen. So, wenn du mal so nett bist und zeigst mir mal auf deinem iPad den jetzt mal zusammengebaut. Das ist der hier, Zusammengebaut aus. Das ist diese hier. Ja. also extrem klein. Extrem klein. Der ist jetzt grün, das ist jetzt grau. Die Spezialfarbe grau. Man kann ihn auch in grau bekommen. So Lieferzeit, wie lange muss man warten? Wenn man ihn jetzt bestellt, wir haben noch 2 vorrätig, aber wenn man ihn jetzt bestellt, wird das Mitte Februar, Anfang März. Nächstes Jahr dann. Ja, nächstes Jahr. Also geht relativ schnell. Preis von dem, was kostet? Diese kostet 35.000 €, so wie er hier steht. Mit der Markise, mit dem Kühlschrank, mit das Geschirr, alles rum und dran. Fix und fertig. Komm, wir gehen noch mal kurz rum, dass wir das mal zeigen. Das ist übrigens der Schwerlastauszug. Das heißt, das Ganze kann man reinschieben. Ja, soll ich das mal zeigen? Ja, zeig mal bitte. Einfach zusammengebaut. Dann sichert man sich das hier und dann geht das nirgendwo hin. Stark. Und dann machst du zu, wenn du mal zumachst. Sieht man das schön? Es ist unglaublich, muss ich ehrlich sagen, wie viel da reinkommt und wie toll das ist, wenn das rausgezogen wird. Der Effekt ist Wahnsinn, oder? Ja, stimmt, aber das ist ganz leicht. Die Shenandoah kann das auch einwandfrei machen. Genau, mach mal. Schwerlastauszug. Ja, hochziehen. Ja, und dann drehen. Oder man kann das auch so ausziehen. Also sie ist ziemlich am Schwitzen, muss ich sagen. Sowas von. Also ehrlich, ich habe schon das Gefühl, das ist schon so ein bisschen für die Ewigkeit gebaut, das Ding, oder? Ja, unbedingt. So, Ja, die fahren Einzelradaufhängung. noch immer rum, 20 Jahre alt. Die machen das schon ewig. Also das heißt, die Firma, die das baut, die macht das nicht erst neuerdings, sondern Nein. Die haben damit angefangen in die 80er Jahre für die südafrikanische Armee. Und dann haben die es auch für Privatpersonen gemacht. das war mal gedacht für die Armee. Ja. Die machen das noch immer für die Armee. So, das ist der ganze Wagen. Ja, haben hier noch Stauraum. Ja. Mit Und dann Kisten. nächsten Stauraum. Nicht zum Stauraum. Hat man hier noch eine Kasten. Ja. Da kommt dann der Wasserheizer raus. Ah, okay. So, da sind so 2 Gasflaschen drin. Ja, stimmt. So, die kommen mit einer COC. Das heißt, ihr macht die Homologisierung in Holland. In Holland. Und dann kann man den einwandfrei in Deutschland rein importieren. So, und hier sieht man auch alles schön mit Gasdruckdämpfern. Ja, und stimmt. du sagst, am Anfang habt ihr so eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ja. Und das jetzt alles geht's in 15 Minuten. Dann 10, 15 Minuten Zeit ist man fertig jetzt, ja.
Man kann ihn auch benutzen, man muss ihn nicht auseinanderbauen. Das heißt also, wenn ich nur drin schlafen will, dann ziehe ich einfach nur das hintere Teil raus, lasse den Rest. Zum Beispiel, ja. Das, wenn man kann ja ohne Probleme rein und rauslaufen, wenn man das zulässt. Ist aber so, das ist ja Zeltstoff. Also das ist jetzt nicht geeignet für Wintercamping oder Na, mit dem Standheizer, der drin ist, kann man schon im Wintercamping machen. geht das? Ja. Aber es ist natürlich, die Isolierung ist nicht so perfekt wie Nein, es ist ja für einen Sommertrip ausgedacht. Sommer, Herbst, Frühjahr, Ja. auch Winter. Dann sollte man natürlich genug Diesel dabei haben. Aber ich Hat man 2 Kanister dabei. finde das cool. So, und das ist unser Zelt. Letztes Video werden wir gleich machen. Tentco, neues Produkt. Ja, stimmt. Ein Dachzelt, 1.800 € rund. Ja, genau. Ein ganz großes Bett oben drauf. Einfach ineinander zu bauen. Man hängt an den Leiter und dann kommt das Ganze rüber und dann steht schon. So, werden wir gleich mal testen. Zusammenfassung jetzt von dem Konzept hier. Ein Anhänger, den du Offroad verwenden kannst, auseinanderfaltest. Würdest du das zutrauen? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich finde es gut und praktisch und auch selber gut machbar auszupacken. Das ist natürlich schon was Cooles. Wenn du da mit 2 Frauen unterwegs bist, du und deine Mama zum Beispiel. Oh, da würden wir noch Freundinnen mitnehmen. Echt? Bei so viel Platz auch. Mal locker, machen. mit 4 Leuten, die da halt umkennen. Ich muss sagen, das Ding ist geländegängig, Einzelradaufhängung. Das ist natürlich eine ganz, ganz besondere Sache. Das muss man wissen. Ist eine spezielle Kundschaft, oder, die es kauft. Stimmt. Das sind Leute, die haben Geld und Zeit, um das damit in Ferien zu fahren. Weil viele werden dann sagen, naja, 35.000 €, ganz schön viel Geld, aber das ist was ganz Individuelles und mit der Bodenfreiheit, die du hier hast, da kannst du wirklich dann hinter einem, ich sag mal, Geländewagen das Ding dranhängen. Wenn man einen Geländewagen hat, da wo der Geländewagen das Ding hinziehen kann, kann das Ding auch wirklich hin. Toll, komm, ich zeige mal gerade eine Webadresse. Also wenn ihr Interesse habt, das Ganze ist in den Niederlanden und es gibt eine Webadresse, die heißt 4x4europe.com und 4x4euro.com. Conqueror 4x4europe.com. Also das ist die ganze Webadresse oben und unten. Ja, stimmt. Wir haben auch eine deutsche Übersetzung, so das ist kein Problem. So, und das Beste einfach mal googeln, dann kommt ihr direkt drauf. Ja, Tristan, ich bedanke mich vielmals bei dir. Gerne. Cooles Konzept, oder? Total, ich mag es sehr gerne. Und jetzt nächstes Video und dann ist der Tristan erlöst. Ja, dann machen wir das Dachzelt noch. Das finde ich nämlich auch ziemlich klasse. Und mal schauen, 1.800 € und dann könnt ihr euer PKW dann zum Wohnmobil umbauen. Hier oben ist es da. Bis gleich. Tentco heißt es.